Hallo, heute sind wir im Erlebniszoo Hannover. Hi, ich bin Marco Dinter, ich bin Mitglied im Verein Rettet den Drill. Den gibt es schon seit Mitte der 90er, der ist auch auf Initiative eines Tierpflegers hier aus dem Zoo hin entstanden, mit einer etwas bewegteren Geschichte am Anfang. Und im Grunde arbeiten wir dafür, dass 3 Auffangstationen in Nigeria und Kamerun für den Drill finanziell unterstützt werden. Der Drill ist sehr, sehr stark bedroht. Den kennt immer kaum jemand, weil das so ein bisschen der vergessene Affe Afrikas quasi, weil der erstmal recht unauffällig ist auf den ersten Blick. Aber es gibt von dem noch ungefähr 3000, wenn nicht sogar weniger, in freier Wildbahn. Und das liegt hauptsächlich daran, dass der Lebensraum immer weiter gerodet wird. Der Drill ist ein reiner Regenwaldbewohner. Das heißt, der geht auch wirklich nicht aufs offene Feld, und sobald irgendwo Felder dazwischen sind, kleine Ortschaften oder Straßen, ist diese Population des Drills von der anderen Population abgeschnitten. Zusätzlich kommt der Drill nur in Nigeria und Kamerun vor. Das sind beides sehr arme, mittlerweile auch sehr politisch instabile Länder. Und ein ganz großes Problem des Drills ist, dass er gejagt wird für das Fleisch. Das ist ein recht großer Affe, gerade die Männchen haben einfach recht viel Fleisch und können sehr einfach gejagt werden, weil die sich zwar hauptsächlich am Boden aufhalten, aber wenn sie eine Gefahr wittern, das heißt, man geht zum Beispiel als Wilderer mit einem Hund in den Wald, flüchtet sich die ganze Gruppe auf einen Baum und man kann ein Tier nach dem nächsten abschießen. Wenn dann Jungtiere dabei sind, die das Ganze überleben, werden die oft auf dem Markt verkauft. Und wenn die konfisziert werden sollten, weil das Ganze sowohl in Nigeria als auch in Kamerun illegal ist, dann kommen die in eine Auffangstation. Es gibt eine in Limbe in Kamerun und 2 in Nigeria, und die unterstützt unser Verein eben schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit dem Zoo Hannover zusammen und auch mit vielen anderen Organisationen und Institutionen und sammeln Gelder, die wir dann nach Kamerun und Nigeria schicken können. Gerade Nigeria bedarf im Moment einiges an finanzieller Aufwendung, weil wir letztes Jahr 2 große Stürme da hatten, innerhalb von 10 Tagen, die im Grunde diese ganze Auffangstation komplett zerstört hatten. Und als wir gerade wieder Hoffnung geschöpft hatten und alles wieder halbwegs aufgebaut hatten, die haben wirklich alle Anlagen zerstört, die Tierarztpraxis zerstört, kam der nächste Sturm und hat wieder alles zunichte gemacht. Und das sind natürlich große, große Probleme, und deswegen können wir da als Verein viel erreichen mit für uns in Deutschland relativ wenig Geld, was man eben in Nigeria gut umsetzen kann. Außerdem machen wir viel Umweltbildung vor Ort, das heißt, wir versuchen die Bevölkerung damit einzubinden, Schulklassen, denen wir den Drill überhaupt zeigen. Die Ranger, die in diesen Auffangstationen arbeiten, sind alles ehemalige Wilderer, weil keiner aus Bosheit in den Wald geht, um den Drill zu schießen, sondern einfach, weil die ihre Familie ernähren wollen, über Wasser halten wollen. Und so versuchen wir mit der Bevölkerung vor Ort im Grunde zu arbeiten, indem wir die Ranger einstellen. Es gibt Projekte, wo wir Frauen aus der Region zum Beispiel einbinden, die dann die Futterpflanzen anbauen. Und so aktuell in Nigeria zum Beispiel, in den Athi Mountains, um die 30 bis 40 Menschen aus der Region quasi mit in das ganze Projekt mit eingebunden haben und denen im Grunde eine Lebensgrundlage bieten. Letztes Jahr, als eben diese großen Stürme waren, hat der Zoo Hannover direkt gesagt, okay, da müssen wir irgendwie helfen, und hat 15.000 € aus unserem Artenschutzfonds an Rettet den Drill weitergereicht, und wir haben das quasi direkt dann nach Afrika transferiert. Und wir haben auch schon Tierpflegerkleidung mit runtergeschickt. Das heißt, die Leute da vor Ort haben im Grunde eine Art Uniform, belastbare Kleidung, die die benutzen können, die dort in den Auffangstationen tragen. Und auch schon seit vielen Jahren spendet der Zoo Hannover Kleidung, finanzielle Unterstützung. Einige von unseren Tierpflegerkollegen und auch andere waren auch schon unten, sowohl in Kamerun als auch in Nigeria, haben sich das Ganze vor Ort angeguckt, haben da mitgeholfen. Viele Mitarbeiter sind einfach auch Mitglied bei uns bei Rettet den Drill. Die erste Vorsitzende arbeitet hier als Drillpflegerin. Und dadurch ist der Zoo Hannover dem Ganzen schon seit sehr langer Zeit sehr eng verbunden.
Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.